Hallo, ich bin die Sissi. Ich habe die Green Card gewonnen vor 11 Jahren. Da war der Prozess aber schon der gleiche wie heute und ich habe gedacht, heute erzähle ich euch mal, wie ich gewonnen habe, Tipps und Tricks und vielleicht hilft es euch ja auch, die Green Card zu gewinnen. Es gibt nur 2 Punkte, die ihr erfüllen müsst, um an der Green Card Lotterie teilzunehmen. Punkt 1 ist, ihr müsst aus einem Land kommen, das erlaubt ist teilzunehmen. Da ich auf Deutsch spreche, gehe ich mal davon aus, dass ihr in Deutschland seid. Ihr seid also demnach erlaubt. Und der zweite Punkt ist, ihr müsst eine mindestens 12-jährige Schulausbildung hinter euch haben, also demnach Abitur. Oder wenn ihr kein Abitur habt, dann reicht es auch aus, wenn ihr mindestens 2 Jahre in den letzten 5 Jahren in einem Beruf gearbeitet habt, für den ihr eine 2-jährige Ausbildung erlernt habt. Also diese beiden 2 Punkte müssen erreicht sein, um überhaupt an der Green Card Lotterie teilzunehmen. Ansonsten braucht ihr es gar nicht zu versuchen. Lustigerweise, und das ist echt Zufall, ist heute der erste Tag, an dem ihr teilnehmen könnt an der Green Card Lotterie und ihr habt dann Zeit bis zum 7. November. Unten in der Beschreibung habe ich den Link, wo ihr in der Green Card Lotterie gewinnen könnt. Es werden einige Informationen, die solltet ihr alle haben. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, wie ihr heißt und wo ihr wohnt, ob ihr Männlein oder Fräulein seid. Also ein paar Informationen werden dort gleich angefragt und schon immer habe ich gedacht, es ist ja eigentlich ganz seltsam, dass man ein Foto mitsenden muss. Das Foto muss bestimmten Anforderungen gerecht werden. Ich habe unten mal einen Link davon, dass ihr seht, wie es aussehen muss. Ihr dürft auch keine Brille tragen oder einen Hut oder solche Sachen. Und schon immer habe ich gedacht, es ist ja eigentlich seltsam, wenn es jetzt wirklich nur eine Lotterie wäre, dann müsste man ja kein Foto mitschicken. Also das werdet ihr nirgendwo schriftlich finden, aber ich habe mir schon immer gedacht, dass da womöglich ein Psychologe sitzt und sich das Foto anguckt. Also ihr solltet schon darauf achten, auf dem Foto möglichst seriös auszusehen und anständig, wenn man es so sagen kann. Ich würde jetzt da nicht ein Foto hinschicken, wo ihr irgendwie ausseht wie ein Verbrecher, falls ihr aussieht wie ein Verbrecher. Was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass dieses Foto eine sehr hohe Bedeutung hat und dass ihr wirklich, wirklich darauf achten solltet, wenn ihr jetzt selber jemand wärt, der entscheiden soll, will ich die Person reinlassen oder nicht, sieht die Person anständig aus. Und es geht hier nicht darum, hübsch auszusehen oder irgendwie sowas. Das ist ja egal. Kann es auch scheiße aussehen, aber trotzdem nett und anständig, wenn du verstehst, was ich meine. Ihr wisst vielleicht, dass jedes Jahr 50.000 Menschen bekommen also durch diese Green Card Lotterie tatsächlich ihre Green Card. Eine Freundin von mir hat auch die Green Card bekommen mit meinen Tipps und Tricks. Sie hat auch ein sehr anständiges Foto von sich benutzt. Was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist auch euer Alter. Von dem, was ich so mitbekomme, ist es sehr gut, wenn ihr Ende 20 bis Ende 40 seid. Zu jung bedeutet im Grunde, ihr habt noch Flusen im Kopf und meint es vielleicht nicht ernst genug. Und zu alt heißt, ihr bringt nicht mehr wirklich die Wirtschaft in Schwung und seid keine Hilfe mehr dafür. Seid nur noch Rentner oder liegt dem Staat auf der Tasche. Das will natürlich die USA nicht. Sie wollen sich Leute reinholen, die die Wirtschaft ankurbeln und das alles in Schwung bringt. Und von daher, auch wenn ihr das niemals offiziell hören werdet, nirgendwo finden werdet, offiziell von der Regierung, glaube ich schon, dass das Alter eine große Rolle spielt. Ich habe noch nicht gehört, dass irgendein alter Sack gewonnen hat. Ich habe auch noch nicht gehört, dass eine ganz Jungsche gewonnen hat. Also ihr solltet schon einigermaßen euer Leben zusammen haben. Ich glaube, dann habt ihr größere Chancen. Die Green Card ist auch nicht wirklich umsonst.
Man denkt, es ist eine Lotterie und dann gewinnt man einfach und dann kommt man rüber. Ganz so einfach ist es auch nicht. Nicht nur, dass kleinere Kosten anfallen, weil die USA will sicher sein, dass sie sich niemanden reinholt, der irgendwie Tuberkulose hat oder sowas. Du musst zu bestimmten Ärzten gehen, die also die USA dir vorschreibt, und das kostet dann nochmal ein paar hundert. Es gibt also mehrere Sachen, die Geld kosten an der Sache. Wir sind eine Familie von Vater, Mutter, Kind, wir sind 3 Leute und das Ganze zusammen für uns hat circa vielleicht 3.000 Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon so lange her. Also wenn du nur eine Person bist, dann musst du mindestens mit 1.000 Euro rechnen, dass das Ganze kostet. Ist natürlich trotzdem viel, viel einfacher, als wenn man jetzt für ein Visum beantragen würde. Okay, was passiert jetzt? Wenn du jetzt das ausgefüllt hast auf der Seite, wirst du nichts hören für Monate. Du bekommst aber so eine Nummer, mit der kannst du online gucken, ob sich irgendwas tut. Diejenigen, die nicht gewinnen, werden gar nichts erfahren, da wird nichts passieren, die werden keinen Brief nach Hause bekommen. Die gewinnen, das wird fast ein Jahr dauern, werden dann auf einmal ein Packen Papier nach Hause bekommen, so viele Formulare auszufüllen. Da wird alles bis ins kleinste Detail gefragt über dein Leben, jegliche Krankheiten und jegliche Reisen, die du jemals in die USA gemacht hast, wann und wieso. Das ist ein dickes, dickes Paket und da ist eine Frist, bis wann du das alles beantworten musst, um tatsächlich die Green Card zu gewinnen. Wenn alles in Ordnung ist, was du ausgefüllt hast, dann wirst du einen Termin bekommen bei einem Botschafter. Wir mussten damals, ich bin aus Berlin, wir mussten extra nach Frankfurt fahren, weil da eben die offizielle Botschaft war. Da werden einem Fragen gestellt und man muss auch vorweisen, ob man Geld hat. Sie wollen sich ja keine Leute reinholen ins Land, die also überhaupt nicht flüssig sind. Man weiß nicht, was für eine Summe man haben muss. Es gibt darüber keine offiziellen Zahlen, Daten. Wir haben einfach alles, was wir hatten, vorgezeigt und es war genügend. Es war aber auch ein bisschen was. Also von daher, ich kann euch nicht sagen, was ihr haben müsst, aber ich denke mal, rechnet für euch selber. Ihr müsst Geld haben, nicht nur um es denen vorzuzeigen, sondern einfach um zu überleben. Mindestens Geld, um ein Jahr lang ohne zu arbeiten zu überleben. Andernfalls wird es einfach mal sehr, sehr hart für euch auch werden. Sie wollen wissen, was ihr beruflich machen wollt. Wollt ihr euch selbstständig machen? Also so ein bisschen eine Idee, und ich glaube, in dem Interview wird halt auch einfach mal geguckt, psychologisch, ob ihr fähig seid, es zu machen oder ob ihr irgendwie wirkt, als wärt ihr Kriminelle oder irgendwie sowas. Also das Interview ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, und wenn ihr das gebacken habt, dann habt ihr es geschafft, dann kriegt ihr also tatsächlich die Green Card. Die wird euch aber nicht nach Deutschland geschickt. Ihr kriegt also wieder nur Unterlagen, mit denen ihr einreisen könnt. Die Green Card wird nur an eine US-Adresse versandt, niemals nach Deutschland. Also ihr müsst dann auch schon zu dem Zeitpunkt beim Interview eine US-Adresse haben. Also ihr müsst das irgendwie besorgen. Ich hatte zum Glück eine Tante, die wohnte schon in den USA, also haben wir ihre Adresse benutzen können. Ihr könnt da nicht einfach eine Hoteladresse oder so. Es muss schon eine Person, die hier wohnt. Also hoffentlich kennt ihr da schon irgendjemanden. Wenn ihr die Unterlagen bekommt zur Einreise in die USA, habt ihr ein Jahr Zeit, um das auch wirklich zu machen. Wenn ihr das nicht macht, dann wird euch die Green Card auch wieder entzogen. Also hier nur dran teilnehmen an der Green Card Lotterie und einfach mal so irgendwo in der Kiste sitzen lassen. So, falls es einmal nicht gut geht, dann reist man aus. So geht's nicht. Du musst es dann tatsächlich auch innerhalb eines Jahres machen. Was ich ehrlich gesagt total abrate, ist diese ganzen Firmen, die es da gibt, die sagen, sie helfen euch, die Green Card zu gewinnen. Ich glaube, das ist also wirklich totale Geldverschwendung. Ich habe alles selber gemacht und das könnt ihr auch alles selber machen. Und diese Firmen, ihr habt nicht einen Tick mehr Chance zu gewinnen, als wenn ihr es selber macht.
Die müssen in eurem Namen daran teilnehmen und diese ganzen Informationen wissen diese Firmen auch nicht, diese Informationen. Wann wart ihr in den USA? Was für Krankheiten habt ihr gehabt? Diese ganzen persönlichen Daten, wenn diese Formulare kommen, diese Firmen können das nicht ohne euch ausfüllen. Also ich sehe da überhaupt gar keinen Wert drin, denen Geld zu bezahlen. Eine Freundin von mir hat es gemacht und sie findet, es war eine totale Erleichterung, aber sie hat es ja nie selber gemacht. Kann überhaupt gar nicht leichter sein. Letztendlich werden die euch sowieso anrufen und ihr müsst dann diese Fragen alle beantworten, die ihr auch hättet selber einfach beantworten können. Also ich halte von diesen Firmen überhaupt gar nichts. Das ist eine Abzocke. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch gerne eure Formulare ausfüllen. Überweist mir dann bitte jetzt 150 € und dann werde ich das für euch machen. Nee, natürlich nur Quatsch. Ich hoffe, dass es euch vielleicht irgendwie eine Hilfe war. Wenn ihr noch irgendeine Frage habt, dann stellt mir die einfach unten. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen, keine Ahnung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.